Von Offizier Berning. Ein zweiter. Von Offizier Berning. Befehl vom Zugführer. Gruppe Berning, Spätrupp. 3:15 Uhr beim Kompaniechef melden. Gruppe Berning, Spätrupp. 3:15 Uhr beim Kompaniechef. Auf! Auf! Gruppe Berning, fertig machen. Aufstehen. Feier und Hut für die ganze Gruppe Munitionagenten. Außerdem 5 Stiel- und 10 Eihandgranaten empfangen. Hoffmann und Fischer. Kaffee holen. Haller. Zu mir. Zweites Fernglas mitnehmen. Zweites Fernglas mitnehmen, Unteroffizier. Halt! Berning, Kübler. Die Fühlung mit dem Gegner ist verloren gegangen. Ich will wissen, ist Höhe 160 feindbesetzt. Hier haben Sie eine Kartenskizze. Wir befinden uns hier am Waldrand. Sie gehen mit Ihrer Gruppe als Spätrupp durch diese Senke, über die Geländewelle, mit dem auffallend hohen Baum vor. Im Gelände gezeigt. Der Wald. Die Senke, die Geländewelle mit dem auffallend hohen Baum. Daumenbreite links davon, Baumgruppe. Stimmt. Sehen Sie auf die Skizze. Von dem hohen Baum weiter, durch den Wald, über einen Bachgrund, mit Brücke, zu der Höhe 160. Und stellen fest, ob Höhe 160 vom Feind besetzt ist. Stoßen Sie auf Feind, so bleiben Sie am Feind. Ist Höhe 160 Feind frei, so bleiben Sie dort. Die Kompanie tritt in etwa 2 Stunden an. Die erste Meldung geben Sie durch Zeichen, in Vereinbarung mit Kübler, von der Geländewelle mit dem auffallend hohen Baum. Zweite Meldung von der Bachbrücke. Dabei außerdem noch erkunden, Gangbarkeit der Brücke und des Baches. Dritte Meldung von der Höhe 160 selbst. Die SMG-Gruppe Kübler, bereits am Waldrand in Stellung, überwacht ihr Vorgehen bis zur Geländewelle mit dem auffallend hohen Baum. Wiederholen Sie. Auftrag, Welle mit dem auffallend hohen Baum vorzugehen und festzustellen, ob Höhe 160 vom Feind besetzt ist. Stoße ich auf Feind, so habe ich am Feind zu bleiben. Ist Höhe 160 Feind frei, so bleibe ich dort bis zum Eintreffen der Kompanie. Erste Meldung, durch Zeichen von der Geländewelle mit dem auffallend hohen Baum. Zweite Meldung von der Bachbrücke. Außerdem erkunden, Gangbarkeit der Brücke und des Baches. Dritte Meldung von Höhe 160. Gut, also, Hohenstadt, Berning. Alles ran an die Deckung. Unseren Auftrag habt ihr alle gehört. Obergefreiter Haller, Sie sind mein Stellvertreter. Also, heute kommt es drauf an. Über die Deckung sehen. Der Spätrupp geht in einem Zug unter dem Feuerschutz der SMG-Gruppe vor. Durch die kleine Senke, über die 3 Tannen, auf die Geländewelle mit dem auffallend hohen Baum. Wenn die Geländewelle mit dem auffallend Feind frei ist, gebe ich Zeichen durch senkrecht hochgehaltenes Gewehr. Meine SMG-Gruppe ist bereits am Waldrand in Stellung. Ein Beobachter kommt an den Gabelbaum. Hals- und Beinbruch. Alles zurück in Deckung. Wir gehen in Schützenreihe vor. Post, Fischer, Gerber und ich. Der Rest folgt mit 50 Schritt Abstand unter Führung von Obergefreiten Haller. Fischer und Gerber beobachten und sichern nach vorn. Feier und Hut nach rechts.
Kurz und Schilling nach links, Hoffmann und Martens nach rückwärts. Der Gurt eingelegt und das Schloss in vorderster Stellung. Jawohl, Herr Offizier. Gewehre geladen und gesichert. Augen und Ohren auf. Vollste Ruhe. Vor dem Raustreten aus dem Wald mit dem Grünzeug da. Stahl im Tarnen. Gerät aufnehmen. In der befohlenen Einteilung folgen. Spätrupp, tritt an. Vor der Gruppe liegt zunächst ein mit hohem Gras und Heidekraut bewachsenes Gelände. Hier steht die Gruppe noch unter dem Feuerschutz des SMG. Erstes Ziel der Gruppe sind die 3 Tannen vor der Geländewelle mit dem auffallend hohen Baum. Der Spähtrupp verschiebt sich zur besseren Geländeausnutzung vor dem Heraustreten aus dem Wald etwa 50 Meter nach rechts und geht vor. Hallo. Seid ihr verrückt? Beobachtet lieber in eurer Richtung. Ich gehe mit Fischer und Gerber auf die Geländewelle mit dem auffallend hohen Baum. Sie bleiben mit dem Rest der Gruppe hier zurück und übernehmen Feuerschutz. Das LMG geht dort in Stellung. Auf Zeichen folgen. Geben Sie Ihr Glas an Gerber ab. Sie bekommen es oben wieder. Gerber, da! Mit dem Rest der Gruppe Feuerschutz übernehmen und auf Zeichen folgen. Gerber! Auf meinen Befehl geben Sie der SMG-Gruppe beim Gabelbaum Zeichen. Gewehr senkrecht über dem Kopf. Auf Befehl zum Gabelbaum Zeichen geben. Der Spähtruppführer geht hinauf auf die Geländewelle.
Die letzten Meter arbeitet er sich kriechend vorwärts. Das Geschehene wird noch einmal gezeigt. Das LMG ist in Stellung gebracht, um sofort Feuerschutz geben zu können. Der Spähtruppführer ist mit 2 Mann heraufgegangen auf die Geländewelle, wo er in einiger Entfernung von dem auffallend hohen Baum auftaucht. Fischer, Gerber soll Zeichen geben und Gruppe ranholen. Gerber, Zeichen geben und Gruppe heranholen. Die Geländewelle mit dem auffallend hohen Baum ist feindfrei. Erste Meldung ist also durch vereinbartes Zeichen zurückzugeben. Durch Doppelferno ist zu beobachten, ob das Zeichen verstanden wurde. Jawohl, der Beobachter am Gabelbaum hat verstanden. Er wiederholt das Zeichen. Die Gruppe bei den 3 Tannen wird durch Zeichen herangeholt auf die Geländewelle. Beobachtung, ob der stellvertretende Gruppenführer das Zeichen verstanden hat. Obergefreiter Haller zur Stelle. Die Gruppe liegt hier rückwärts. Der Wald scheint feindfrei zu sein. Ich gehe mit Fischer und Gerber hier links um die Geländewelle an das Jungholz vor, und zwar in Richtung auf die Birke. Vor dem Jungholz versuche ich den Gegner so herauszulocken, wie wir es immer gemacht haben. Sie übernehmen von hier die weitere Beobachtung und überwachen mit dem Rest der Gruppe unser Vorgehen. Feuer frei, nur dann, wenn wir angeschossen werden. Nachfolgen, wenn wir den Waldrand erreicht haben. Kompass Richtung 4. Kompass Richtung 4. Der Wald ist feindfrei. Na klar, sonst hätten die Gegner auch bestimmt geschossen und sich verraten. Warum ist der Spähtruppführer vorhin so plötzlich zurückgelaufen? Um feindliches Feuer herauszulocken. Und zwar rechnete der Spähtruppführer folgendermaßen. Ist der Waldrand feindbesetzt, fühlt sich der Gegner erkannt, wenn ich stehen bleibe. Und schießt, wenn ich in Deckung zurücklaufe. Wir zeigen dies noch einmal. Unter dem Feuerschutz des LMG und der ganzen Gruppe geht der Spähtruppführer mit 2 Mann vorsichtig gegen den Waldrand vor, in diesem Falle um die Geländewelle herum. Von einer guten Deckung aus wird der Waldrand noch einmal beobachtet und vorgegangen. Plötzlich halten die 3 an und laufen zurück in Deckung. Da sich am Waldrand nicht rührt, dringt der Spähtruppführer in den Wald ein. Die Gruppe kommt sofort nach.
Die Richtung wird mit dem Marschkompass überprüft. Wir stoßen durch den Wald in dieser Richtung durch, bis zum jenseitigen Waldrand. Nach ungefähr 300 Metern ein Wegekreuz. Dort kurzer Halt. Fischer, Gerber, Sie kommen mit mir. Haller, Sie folgen auf Sichtweite mit dem Rest der Gruppe dicht aufgeschlossen. Martens, Sie markieren den Weg durch den Wald. Der jenseitige Waldrand wird ohne meinen Befehl nicht überschritten. Auf Baumschützen achten. Folgen! Die Stahlhemmtarnung mit Heidekraut ist ausgewechselt gegen eine waldmäßige Tarnung. Der letzte Mann markiert den Weg durch den Wald. Hier wird eine Kerbe eingeschnitten. Eine andere Art, unauffällig den Weg zu markieren. An einer vom deutschen Spähtrupp noch weit entfernten Stelle taucht ein feindlicher Spähtrupp auf. Das Wegekreuz, das der deutsche Spähtruppführer überschreiten will. Wieder eine andere Art, den Weg zu markieren.
Der deutsche Spähtrupp geht lautlos, nur durch Zeichen geführt, vor. Das LMG überquert den Weg, um neben dem Spähtruppführer in Stellung zu gehen. Der stellvertretende Gruppenführer folgt mit dem Rest des Spättrupps. Am Wegekreuz stellt der Spähtruppführer mit Skizze und Marschkompass die genaue Kompassrichtung zur Bachbrücke und Höhe 160 fest. Erlebt, wie ein feindlicher Spähtrupp das Wegekreuz überschritt, ohne den deutschen Spähtrupp zu erkennen. Inzwischen sind die Gegner irgendwo im Walde verschwunden. Der deutsche Spähtruppführer musste den feindlichen Spähtrupp vorbeilassen, weil er ihn an der Durchführung seines Auftrages, Höhe 160 erreichen, nicht hinderte. Nun geht der deutsche Spähtrupp mit festgestellter Kompassrichtung weiter vor, bis zum jenseitigen Waldrand. Beobachten Sie weiter. Ah ja. Sie gehen mit dem LMG, dabei Schütze 2 und 3, dort am Waldrand bei den dunklen Busch in Stellung. Können Sie erkennen? Davor umgefallener Baum? Stimmt. Ich gehe mit dem Rest der Gruppe durch dieses Busselgelände bis zur Bachbrücke vor. Feuerschutz geben für unser Vorgehen bis zur Brücke. Auf Zeichen folgen. Feuerschutz geben bis zur Brücke, auf Zeichen folgen. Schütze 3 gegen feindlichen Spähtrupp im Wald nach rückwärts sichern. Schütze 3 nach rückwärts sichern. Gut. Der Bach ist nicht einzusehen. Überall können die Gegner. Wir gehen jetzt unter dem Feuerschutz und das MG durch dieses Busselgelände zur Brücke vor. Folgen. Das LMG wird zum Feuerschutz am Waldrand eingesetzt. Vom Waldrand sieht man ein Tal mit einem Bachgrund und dahinter
eine Höhe. Das Ziel des Spättrupps. Die Höhe 160. Der Spättrupp geht durch ein Kusselgelände gegen die Bachbrücke vor. Das LMG legt in dessen Zielpunkte auf der Höhe 160 fest. Mit 2 Wechselstelle aussehen. Noch bietet das buschreiche Gelände einige Deckung gegen Sicht. Aber was ist das? Ein wandernder Busch? Es ist der deutsche Spättruppführer, der diesen Busch als Tarnung vor sich hergeschoben hat. Aber hier kommt er in ganz freies Gelände. Der Busch würde ihn jetzt nur verraten. Also steckt er ihn in die Erde und überwindet die vermutlich vom Feind eingesehene freie Fläche, indem er sich kriechend durch das Sumpfgras vorarbeitet. Außerdem erkunden Gangbarkeit der Brücke und des Baches. Dritte Meldung von Höhe 160. Da Minen am Brückenübergang liegen, vermutet der Spättruppführer Feind auf Höhe 160. Und jetzt Gangbarkeit des Baches feststellen. Woher kam der Schuss? Der Spättruppführer gibt seinem Sicherer ein vereinbartes Zeichen. Der Sicherer wendet wieder eine Kriegslist an. Der Stahlhelm, aus voller Deckung hochgehalten, soll das Feuer des feindlichen Schützen noch einmal herauslocken.
Gegner. Ein Scharfschütze. Er hat den deutschen Stahlhelm durchs Glas erkannt. Da hat er ihn wieder im Zielfernrohr. Und verrät sich durch Feuer. Die Kriegsblitz ist gelungen. Schon knattert die MP des deutschen Spätruppführers auf das erkannte Ziel. Ein feindliches SMG, Höhe 160. Gruppe Werning zum Waldrand zurückarbeiten! Gruppe Werning arbeitet sich zum Waldrand zurück! Granatwerfer-Einschläge. Das deutsche LMG am Waldrand. LMG. Weg mit dem! Drei Gegner sind getürmt. Schilling an der Hand leicht verwundet. Machen wir nicht, Maschinenpistole mitnehmen. Donnerwetter. Was sieht das, Herr Freund? Eine Skizze mit Einzeichnungen der Gegner ist erbeutet worden. Der Spätrupp kehrt zurück zu seinem LMG, das nach wiederholtem Stellungswechsel weiter Feuerschutz gibt. Jetzt die zweite Meldung an den Kompanieführer. Die Gruppe ist nach allen Seiten gesichert.
der leicht Verwundete, der gefangene Gegner. Und der schwer Verwundete sitzt noch bei der Gruppe. Von einer genauen und klaren Meldung hängt der Entschluss des Kompanieführers ab und damit der Erfolg. Meldung ist fertig. Nun die Uhrzeit, 5:14 Uhr. Jeder Zuschauer hat sich nun in die Lage des Spätruppführers zu versetzen. Wir zeigen das Gelände. Hier ist die Höhe 160. Hier die Bachbrücke. Hier das Kusselgelände, wo der Zusammenstoß mit dem feindlichen Spähtrupp stattfand. Und hier der Waldrand, an dem der Spähtruppführer die Meldung geschrieben hat. Frage. Hat der Spähtruppführer seinen Auftrag erfüllt? Wie lautet die Meldung an die erste Kompanie? Wer ist der Überbringer der Meldung? Was geschieht mit den Schwerverwundeten? Der Spähtruppführer war im Bach. Am Bachufer lagen die beiden Sicherer. In Sichtweite hinter ihnen der Rest der Gruppe. Also stellvertretender Gruppenführer und 3 Mann. Gerade als der Spähtruppführer dabei war, im Bach sich vorsichtig dem jenseitigen Bachufer zu nähern, fiel ein Schuss. Hieraus folgte die Kriegslist mit dem Stahlhelm. Zweiter Schuss und Erledigung des feindlichen Scharfschützen durch den Spähtruppführer mit seiner MP. Was entwickelte sich hier raus? Wir zeigen die Vorgänge zeitlich getrennt, nacheinander. Zunächst das deutsche LMG am Waldrand. Es wurde durch die Schüsse zur höchsten Feuerbereitschaft alarmiert. Dann steuert ein feindliches SMG auf Höhe 160 die Bachbrücke und Umgebung ab. LMG erkannte das feindliche SMG auf 350 Meter Entfernung, eröffnete das Feuer und wurde dadurch seinerseits erkannt. Deshalb schleunigst Stellungswechsel. SMG-Feuer auf alte Stellung des LMG. Niederhaltung des SMG durch kurze Feuerstöße aus neuer Stellung. Das LMG hielt auch während der nachfolgenden Vorgänge immer wieder aus Wechselstellungen das feindliche SMG nieder. Fast gleichzeitig mit dem feindlichen SMG bekämpfte ein schwerer Granatwerfer von Höhe 160 den deutschen Spähtrupp am Bach. Wie musste der Spähtruppführer diese Lage aufgrund seines Auftrages beurteilen? Er erkannte: Höhe 160 stark feindbesetzt. Stellung des Spättrupps unten am Bach sehr ungünstig gegenüber dem Gegner auf der Höhe 150 Meter entfernt. Welchen Entschluss musste der Spähtruppführer hierauf fassen? Ich arbeite mich vom Bach zurück in die günstigere Stellung am Waldrand, um dort am Feind zu bleiben. Also Befehl,
Spähtrupp arbeitet sich zum Waldrand zurück. In dieser Lage zeigte die gut aufeinander eingespielte Gruppe, was sie konnte. Zunächst ging der Spähtruppführer mit den Sicherern zurück. Neuer Gegner, ein feindliches LMG. Der stellvertretende Gruppenführer bekämpfte mit seinen Leuten sofort dieses MG, während der Spähtruppführer weiter zurückgehen konnte. Seitliches verschieben, da Feuerstellung vom MG erkannt ist. Und sofort wieder Feuer frei. Nun gab die linke Hälfte der Gruppe unter Führung des Spähtruppführers Feuerschutz, während sich die rechte Hälfte unter Führung des Stellvertreters zurückarbeiten konnte. Feuerschutz durch die rechte Hälfte der Gruppe und Zurückarbeiten der linken Hälfte. Das feindliche LMG wird zum Schweigen gebracht. Also ständiger gegenseitiger Feuerschutz, seitliches Verschieben, häufiger Stellungswechsel innerhalb der Gruppe. So löst sich die gut aufeinander eingespielte Gruppe in dieser Lage vom Feind.